Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Blender Game Engine Tutorial. Heute möchte ich einmal zeigen, wie man eine vernünftige Beleuchtung in der Blender Game Engine erzielen kann. Als Anwendungsbeispiel dafür werde ich übrigens diese Szene hier benutzen. Die Entstehung dazu, falls ihr Interesse daran habt, könnt ihr euch übrigens in dem hier verlinkten Timelapse-Video anschauen. Und für alle die es nicht bereits schon gesehen haben, hier einfach nochmal ein kleiner Überblick darüber, was im Endeffekt gemacht wurde, ist eigentlich nur dieser kleine Raum hier. Und diesmal habe ich eigentlich nur versucht, besonders auf die Beleuchtung zu achten und deshalb benutze ich es auch für dieses Tutorial. Was hier passiert, ist eigentlich gar nicht mal so viel Spezielles. Im Grunde genommen, naja, kann man sagen, Licht fährt hier über eine Spotlamp einfach nur ein. Und der Rest des Lichts, weil dieses direktionale Licht würde nicht den Rest hier alles ausfüllen, ist dann eben einfach nur über weitere einzelne Point Lamps gemacht. Das Ambient Occlusion ist an den Wänden entsprechend gebaked. Der Rest lief im Endeffekt auch noch über ein paar 2D-Shader, wenn man sich das Ganze hier einmal kurz anschaut, hier vorher, nachher. Um diese Shader werden wir uns aber nicht kümmern, da gibt es ja nochmal ein anderes entsprechendes gesondertes Tutorial dazu. Das war mein Satz. Und ja, dann würde ich sagen, können wir einfach gleich mal beginnen. Dann wechsle ich einfach mal gleich hier entsprechend zu dieser Szene. Für das weitere Vorgehen habe ich jetzt eine kleine Testdatei vorbereitet. Im Endeffekt ist eigentlich dieselbe wie die hier, nur ein bisschen anders angeordnet und ein bisschen gemanagt mittels des Layer Management Add-ons. Kann ich übrigens jedem empfehlen, der, normalerweise keine Übersicht mehr über seine Blenddateien hat. Ich hoffe auch einfach mal so als kleine Randnotiz, dass das jetzt funktioniert, weil vorhin ist mir aus irgendeinem Grund meine GPU abgeraucht. Ist glücklicherweise wiedergekommen, aber na egal. Also, hier, ich sollte vielleicht einmal kurz ein bisschen die Umgebungstöne etwas ausmachen. Sieht man ja im Grunde genommen dieselbe Szene wie vorher. Und jetzt werde ich einfach einmal kurz demonstrativ schrittweise das Licht einfach in dieser Szene entfernen, sodass man einerseits sieht, wie es aufgebaut werden kann und andererseits, dass wir sehen, wie wir uns dann auch im Endeffekt schrittweise wieder dahin bewegen können. Also, ich werde einmal kurz hier noch die Nebelstruktur entfernen und die Lichtstrahlen, damit man etwas besser sieht, womit man zu tun hat. Man sieht hier vom Aufbau her relativ eindeutig, man hat hier eine Spotlamp, einfach nur Spotlamp und keine Sunlamp aus dem Fall, weil den Schatten, den ich haben will und das Licht kommt ja eigentlich wirklich nur durch so eine kleine Ritze. Da brauche ich nicht mehr Rechenleistung auf eine komplette Sunlamp verschwenden. Und ich werde jetzt einmal kurz das Bounce Lightning deaktivieren. Das sind im Endeffekt eben einfach nur einzelne Point Lights, die ich hierhin platziert habe, mit denen ich sozusagen versuche, das abprallende Umgebungslicht zu simulieren. Jeder, der sich schon mal mit Render-Engines wie zum Beispiel Cycles auseinandergesetzt hat, also alles Mögliche, was irgendwie Path Tracing macht, daraus wird man erkennen, dass ja Licht im Endeffekt nicht nur direktional irgendwo herkommt, aufprallt und das war's dann, sondern es prallt im Endeffekt an allen möglichen Oberflächen ab und ganz genau genommen wird eigentlich jedes mögliche physikalische Objekt somit zu einer Lichtquelle. Können wir natürlich nicht hundertprozentig hier drin simulieren, dafür haben wir nicht genug Rechenleistung und vor allem nicht genug Zeit und deshalb habe ich hier diese Annäherung mit diesen Point Lights gemacht. Dennoch ist hier noch ein kleines bisschen Licht drin, weil wenn ich jetzt die anderen zusätzlichen Lichtquellen, was ich Secondary Light einfach mal genannt habe, wenn ich die deaktiviere, sieht man, wie eigentlich im Endeffekt nur das direkte Licht durch diese kleine Spotlamp hier aussieht. Was ich also im Endeffekt eigentlich gemacht habe, ist erst eben diese Spotlamp hier eingefügt, dann mir einfach anguckt, okay, das Spotlamp-Licht trifft sozusagen hier auf. Und wenn es mit dieser Farbe hier auftritt, dann also sieht man ja diese Farbe hier, die man hier sieht, so ein etwas, helles Orange oder Braun, sowas in der Art. Das Licht würde sich auch im Endeffekt ja wieder abstrahlen. Also habe ich an solchen Stellen, wo ich dann im Endeffekt in-game dann einfach eben gesehen habe, kurz die 2D-Filter aus, dass es hier aufprallt, würde ich mir denken, von da aus würde das Licht wahrscheinlich auch wieder abprallen. Also habe ich dort einfach entsprechende Lichtquellen platziert. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, das ist jetzt ja schon mal ein bisschen besser als vorher, aber ziemlich dunkel immer noch, weil dieses Licht würde ja garantiert auch nochmal wieder abprallen. Und in der nächsten Iteration habe ich dann einfach eben noch diese Lichtquellen hinzugefügt, auch andere Lichtquellen noch einfach ein bisschen verstärkt, bla bla bla. Und das kam dann im Endeffekt dabei hinaus. So, dann werde ich das Ganze jetzt einfach einmal löschen an Licht und versuchen schrittweise wieder zu diesem Resultat hinzukommen. Also, zuerst, damit man überhaupt erstmal weiß, wie man anfangen kann, weil man könnte jetzt sagen, ja toll, du weißt jetzt bereits schon, wie es aussah, aber was mache ich, wenn ich mit einem neuen Projekt anfange? Also das erste, was ich mir immer auch gedanklich, oder das erste, wo ich immer noch gedanklich immer noch durchgehe, ist sozusagen, wie ungefähr soll es aussehen, aber von vornherein auch, wie soll die Lichtstimmung sein. Jetzt dachte ich mir, na, es wäre eigentlich ganz neckisch, wenn eben einfach nur so ein paar Lichtstrahlen sozusagen hier reinfallen würden, hier ein paar nette Schatten bilden würden und das dann eben sozusagen im Groben das davon abgestrahlte Licht eben, den Rest eben ausführt. Also eine sehr diffuse Situation vom Licht her. Deshalb werde ich jetzt dafür einfach einmal kurz eine kleine Sunlamp einfügen. Quatsch, nicht eine Sunlamp, eine Spotlamp. Und
Man kann im Grunde genommen schon sehen, was ihr tut. Das ist eben dieser übliche Spot hier. Jetzt gleich nochmal ein paar Worte vorweg. Ich sehe viele Projekte, die in irgendwelchen Game Engines umgesetzt werden, wo die Beleuchtung nicht so Bombe aussieht, weil im Grunde genommen einfach eben nur hundertprozentig weißes Licht benutzt wurde. Das sieht nie großartig gut aus, weil so ein Licht, das kommt in der Realität einfach nicht oft vor. Am Beispiel, wenn ich einmal kurz hier den Rest dazu aktiviere, sieht man, dass von der Umgebung her es hier solche rötlichen Wolken gibt. Also logischerweise wäre die Lichtstimmung auch entsprechend so und meistens sieht rotes Licht sowieso mal ganz nett aus. Deshalb würde ich diese Lichtquelle auch entsprechend so einfärben. Was ich jetzt also machen würde, ich mache mal kurz ein kleines bisschen größer, übrigens mit Alt F11 kann man die Ränder hier vom System verschwinden lassen. Geht mal einmal kurz einfach in die Lampeneinstellung rein und dann gucke ich mir ein paar Sachen an. Einerseits, also die Blende sagt hier zum Beispiel, wie weich einfach das Licht entsprechend werden soll. Ich werde es einfach mal hier irgendwo hier reinlassen. Die Größe ist ja klar, im Winkel gibt eben entsprechend an, wie groß das wird. Das übrigens geht gleich Hand in Hand mit der Schattenqualität. Wir sehen ja zurzeit, Schatten sind bereits schon aktiviert und das sind ja zum Beispiel gerade diese, Schatten, die wir gerade eben entsprechend sehen. Die Schattenqualität davon können wir übrigens natürlich einerseits über die Größe erhöhen. Da würde ich meistens immer mit Potenz 2 Schritten gehen. Dass man also sozusagen nach dem üblichen vorgeht, also von wegen, na gut, 2 wird man wahrscheinlich nicht nehmen, aber 32, 64, 128, 256, 512, 1024 und so weiter und so fort. Das Nette im Blender ist, man muss sich die Werte ja nicht irgendwie hier in irgendeinem separaten Taschenrechner irgendwie herholen, sondern kann ja auch einfach gleich ganze Rechenoperationen hier eingeben. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen 2 und falls ich aus irgendeinem Grund davon nochmal irgendwie nur ein Viertel haben würde, mal 0,25, dann könnte ich gegebenenfalls vielleicht auch einfach noch ein paar Klammern setzen. Hat jetzt nichts direkt mit dem Thema zu tun, aber einfach um zu zeigen, man kann Rechenoperationen benutzen. Auf jeden Fall würde ich das Ganze jetzt einmal kurz so platzieren, wie ich mir denken würde, könnte das Licht ungefähr reinfallen. Dazu werde ich einmal kurz auf Show Cone gehen. Das ist im Endeffekt ganz sinnvoll, um sich anzugucken, wo jetzt das Licht gerade tatsächlich lang geht. Und platziere das Ganze einmal kurz an dieser Stelle hier. Ich habe übrigens auch im Viewport das Backface Culling aktiviert, sodass ich im Endeffekt durch die Sachen hier durchschauen kann. Falls ihr wissen wollt, wo das ist. Hier unter, ich glaube unter Shading war es, genau, das Backface Culling. Normalerweise sieht es so aus, aber dann sehe ich ja kaum, was innen drin vorgeht, also aktiviere ich es mal. Und so. Jetzt aber endlich mal wieder zum Thema. Dann platziere ich jetzt einfach mal so und die Sache ist die Schatten, die man hier sieht, auf die kann man sich im Endeffekt nicht verlassen, weil hier zum Beispiel sieht man, die Schatten sehen jetzt ganz anders aus, als, also wenn ich sie im Endeffekt im Spiel laufen lasse, als wenn sie einfach nur im Viewport sozusagen angezeigt werden. Das liegt daran, weil einfach die Alpha-Flächen hier durch zum Beispiel die Blätter ganz anders berechnet werden. Deshalb ist es nie eine schlechte Idee, sich einfach gleich mal so anzugucken. Ich mag eigentlich, wie das aussieht. Ich werde aber mal kurz gucken, ob ich es noch ein bisschen mehr so aussehen lassen kann. Das Ganze hier ist übrigens auch immer ein sehr ungefährer Prozess, also es gibt jetzt keine exakte Anleitung, wie man es macht, aber mir gefällt eigentlich relativ, wie jetzt auch hier an dieser Stelle, ja, hier überall so ein bisschen Licht- und Schattenspiel ist. Gefällt mir hier so noch besser als im Original, dann lasse ich es einfach mal so. So, der nächste Schritt, um auch entsprechend einer kleinen Optimierung entgegenzukommen, ist einfach die Größe, nicht diese Größe, die Größe dieses Lichtkegels einfach so weit runterzudrehen, wie es im Endeffekt nur nötig ist. Ich kann dafür einmal kurz hier die Blende höher machen, damit man hier auch ein bisschen diesem diffusen Charakter entgegenkommt, nicht so sehr sieht, wo jetzt hier die Grenze ist. Und ich würde sagen, hiermit können wir eigentlich leben. Bis hierhin werden einfach entsprechend Schatten geworfen, alles danach wird eben eh nicht mehr berechnet, aber mehr wollen wir auch nicht. Noch eine Sache, die man machen kann, ist im Endeffekt mit den Clipping-Werten zu arbeiten. Was das Clipping im Grunde genommen macht, ist genau wie bei einer normalen Camera-Clipping. Es definiert einfach eben nur, bis zu welcher Distanz werden Sachen im Endeffekt noch in den Rendervorgang für den Schatten mit einbezogen. Weil man darf nie vergessen, so ein Schatten, der hier in Realzeit berechnet wird, ist im Endeffekt auch nur ein Rendern von der Perspektive dieser Quelle hier aus. Entsprechend diese Richtung berechnet eben eine Schwarz-Weiß-Map im Groben genommen. So, wenn man jetzt zum Beispiel das Clipping hier zu hoch drehen würde, würde man ja zum Beispiel sehen, dass alle möglichen Objekte, die bereits vor dem Clipping lagen, keine Schatten mehr werfen. Wollen wir in diesem Fall nicht unbedingt haben, also drehe ich das Clipping einfach einmal kurz so weit, wie wir es eben einfach brauchen. Übrigens noch ein kleiner Hinweis, wenn man hier jetzt einfach nur mit dem Cursor rüber geht, sieht man ja, das geht relativ grob und wenn ich zusätzlich noch einmal Shift gedrückt halte, geht das Ganze wesentlich präziser. Also ich würde sagen, es ist in Ordnung, wenn man mit dem Clipping im Endeffekt hier anfangen kann. Und einmal kurz hier gegenchecken. Ja, sieht soweit ganz vernünftig aus. Und Clip-End macht natürlich genau dasselbe, eben nur andersrum. Bis wohin
wird der Schatten einfach nur überhaupt berechnet. Wenn ich hier da früher natürlich abbreche, eigentlich relativ selbsterklärend, danach wird der Schatten eben entsprechend wieder berechnet. Wenn ich hier einmal kurz ganz wenig reingehe, sieht man, kein Schatten da. Also ziehe ich das Ganze einfach so weit, wie ich eben entsprechend Schatten brauche. So. Einmal kurz gegenchecken. Wir haben Schatten, soweit so gut. Für mich persönlich noch ein bisschen unauflösend, deshalb, oder unhochauflösend, also mache ich das Ganze einfach kurz mal 2. Da muss man natürlich auch gucken, bis wohin die Grafikkarte da gehen kann, und das ist gar nicht mal unbedingt eine Frage der Rechenleistung, sondern vor allem des VRAMs. Aber ich würde sagen, damit kann man eigentlich leben. So. Was jetzt kommt, ist im Endeffekt die Lichtfarbe und Lichtintensität. Wie ich schon mal gesagt habe, dieses Standard-Weißlicht zu verwenden, ist nie eine gute Idee. Und ich werde jetzt einfach einmal kurz so ein bisschen rötliches Licht hier verwenden, um eben diesen Himmel nachzuahmen, der gerade im Moment nicht großartig eingeblendet ist. Und dann hat man zwar diesen Effekt, sieht aber, sieht auch noch ziemlich dunkel aus. Was man so ganz einfach machen kann, ist einfach an der Energie hochzudrehen. Und da darf man auch gar keine Scheu haben. Ich kenne ein paar Leute, die wollen aus irgendeinem Grund nicht diesen Energiewert hochdrehen, aber wenn man das Ganze hochdreht und das sieht einfach passend aus, ja, warum soll man es nicht auch machen? Sieht zwar gerade im Moment noch ziemlich extrem aus, weil der Rest so dunkel ist, aber das füllen wir auch auf. Ja, ich würde sagen, hier auf volle 10 zu drehen, kann man machen, aber es soll ja auch ein bisschen Abendstimmung sein, also mache ich mal nicht ganz so hell. Ich drehe einfach nur so weit, wie es passt, gucke gar nicht auf den Regler, gucke einfach nur auf den Bildschirm, wie es aussieht. Ja, gut, mit diesen ganzen Farbwerten kann man ja eh immer nochmal spielen. Was ich jetzt als nächstes machen würde, also erst einmal hier, apropos Management, ich würde das Ganze jetzt einfach einmal kurz auf diese Ebene Base Lightning hier verschieben. Hat das was funktioniert? Ah ja, prima, hat funktioniert. Was ich jetzt als nächstes machen würde, wäre jetzt im Endeffekt am Secondary Lightning zu arbeiten. Was ich jetzt also mache, ist mir einfach nur kurz angucken. Licht fällt hier ein, soweit so gut. Also wo würde es abprallen? Ich denke, das Offensichtlichste wäre, dass das Licht auf dieser Tischplatte hier abprallen würde und das wahrscheinlich auch mit einer ziemlich hohen Intensität. Also zoome ich da einmal kurz hin, platziere mir den Cursor irgendwo hier, indem ich da einfach mal kurz hinklicke und füge jetzt einfach mal eine Point Lamp hinzu. Dann platziere ich die einfach mal kurz in entsprechender Höhe, weil die exakt darauf zu platzieren würde hier mit den Normal Maps nicht ganz so gut funktionieren. Und das erste, was ich mache, ist einfach einmal die Intensität von dem Ganzen ziemlich weit runter zu drehen, weil wir wollen ja nur ein kleines bisschen Füllerlicht haben. Die Lichtfarbe möglichst anzupassen auf den Untergrund. Dafür nehme ich mir einfach diese Pipette hier. Falls mir das nicht gefällt, kann man das Ganze natürlich auch einmal ein bisschen hier ändern. So, das nächste Interessante ist der Wert der Distanz. Damit sagt man einfach nur, wie groß soll das Ganze im Endeffekt noch Licht werfen. Wenn man es auf 0 dreht, ist ja klar, was passiert. Und ja, das Ganze mache ich einfach mal ein kleines bisschen zu begrenzen, hat man ein bisschen mehr Kontrolle über den gesamten Vorgang. Die Energy, glaube ich, könnte man einfach wieder ein bisschen hochdrehen, aber ich werde nachher am Ende nochmal sozusagen eine Beleuchtung der dritten Hierarchie einbauen. Hier sieht es schon mal so ein bisschen aus, wo das Licht abprallen, aber ich sehe gerade, passt von der Farbe ja nicht so ganz, sollte wirklich gelblicher werden. Sprintfunktion war sogar noch drin. Ich würde sagen, in dem Falle passt das eigentlich für diesen Abschnitt hier. Ich verschiebe das Ganze einfach einmal passenderweise auf diese Ebene hier. Und alles, was ich jetzt mache, ist einfach nur das zu kopieren und an anderer Stelle einfach wieder zu platzieren. Ich denke, in diesem Fall kann man sagen, in dieser Ecke ist das Licht schon nicht mehr ganz so stark, vor allem weil das Holz hier auch etwas dunkler ist und deshalb das abstrahlende Licht entsprechend auch eben nicht ganz so hell. Also würde ich das Ganze einfach etwas mehr in den bräunlichen Bereich geben, die Intensität einfach nicht ganz so hoch machen und mal kurz ein bisschen mit der Distanz spielen. Mal kurz einfach wieder gegenchecken, wie es aussieht. Wenn man sich einmal kurz wieder angucken will, wie so ein Vorher-Nachher ausschaut. Am besten ja auch mal mit dieser netten Funktion Only Render. Sehen wir, vorher, nachher. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. So. Wenn ich mich richtig erinnere, ist hier auch noch Licht hingefallen. Genau, dann mache ich dasselbe noch einmal kurz an der Stelle hier. Dieses Mal werde ich allerdings das Licht auch ein bisschen mehr in den grünlichen Bereich bewegen. Einerseits, weil es ein bisschen Variation bietet und andererseits, weil an dieser Stelle ja auch ja, ein bisschen grünes Moos auf dem Boden planken ist, die eigentlich gar nicht mal so gut UV-unwrapped ist, wie eigentlich ursprünglich mal gehofft, aber naja. Platziere ich einfach mal ungefähr so hier.
gehe dann einfach so ein bisschen hier in diesen grünlichen Bereich. Ich werde hier einfach eine kleinere Distanz, aber einfach spaßenshalber einfach mal eine höhere Intensität benutzen. Einfach mal kurz, um genauer zu gucken, woran man ist. Das kann man dann ja auch einfach entsprechend wieder regulieren. Ich würde sagen, das ist aber schon zu grün. Wieder ein bisschen in den Bereich hier. Ja, kann man so erstmal stehen lassen. Ist an sich auch eine ganz nette Stimmung, aber wir dürfen nicht vergessen, hier fällt ja auch noch Licht ein, hier fällt noch Licht rein und dieses Licht, was hier irgendwo hinprallt, prallt ja auch nochmal irgendwo ab. Was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn das Licht im Endeffekt weiter nach oben abprallt, mal kurz hier aus der Kammersicht raus, wenn das Licht weiter nach oben abprallt, haben wir auch noch diese entsprechenden Pflanzen und die sind ja logischerweise, weil Pflanzen sind grün und ja, die strahlen ihrerseits auch nochmal Licht aus. Das werde ich jetzt aber einfach im nächsten Durchgang machen. Ich werde jetzt also mich jetzt einfach um die Beleuchtung der dritten Hierarchie kümmern, wenn man es so nennen will. Füge ich einfach mal kurz hier wieder eine kleine Point Lamp ein. Und ja, werde einfach kurz weiterarbeiten. Was ich jetzt übrigens gerade noch vergessen habe, fällt mir auf, einfach noch ein bisschen Umgebungslicht hier oben reinzusetzen, weil direkt hier oben prallt das Licht ja auch nochmal ab. Aber man muss das sowieso nicht so genau wissenschaftlich handhaben. Hauptsache ist, man kommt irgendwie am Ende damit klar. Ich werde mich jetzt also hier in dem Licht der dritten Kategorie einfach nochmal kurz darum kümmern, dass ich die Lichtquellen versuche auszufüllen, die durch diese entsprechenden Ritzen hier irgendwo einfallen. Und danach werde ich einfach alles nochmal so weit anpassen, bis ich damit eben entsprechend zufrieden bin. So, wir wissen ja, hier ist eigentlich direkt dieses Licht von draußen eingefallen. Das drehe ich einfach kurz hier rauf, mache ein bisschen mehr weiß, weil es ja direkt von draußen kommt. Mache einfach mal die Energie entsprechend hoch, aber drehe auch einfach mal die Distanz einfach wieder ein bisschen runter. Einfach nur ein bisschen diesen Flair zu erwecken. Ja, hier fällt Licht direkt auch nochmal so in den Planken rein und eben nicht nur durch diesen Scheinwerfer. Das Ganze verschiebe ich einfach auch nochmal kurz hier wieder auf diese Ebene. Test läuft. Gut, auch in diesem Fall würde sie es vielleicht einfach mal anbieten, sich einfach mal kurz wie ein kleines Vorher-Nachher anzusehen. Das hier wäre im Endeffekt vorher gewesen. Sieht eben so aus, wie es aussieht. Und mit dem hier sieht es einfach ein bisschen mehr glaubwürdig aus, als würde das Licht auch eben gleich direkt da oben durchfallen. Ja, ich passe einfach nochmal wieder hier so ein bisschen an, bis ich mir denke, ja, könnte man so hinnehmen, könnte so passen. Jetzt würde ich sagen, könnte ich eigentlich schon gleich ein bisschen mehr in den grünlichen Bereich gehen, weil immerhin sind hier auch gleich die ganzen Pflanzen ranklebend. Kopiere ich mir einfach nach alter Manier wieder das Ganze. Es könnte übrigens sein auf einigen weniger leistungsstarken Systemen, dass jetzt bereits schon alles einfach schwarz gerendert wird. Das liegt ja einfach an der Begrenzung, was eure Grafikkarte zulässt. Ich glaube, ich muss ja wohl nicht dazu erwähnen, dass das Ganze hier nicht sonderlich gut für die Performance ist. Aber das soll noch nicht ganz der Sinn der Sache sein. So, diese Tür hier fand ich eigentlich immer ganz interessant, weil man könnte natürlich das Licht hier irgendwo außen positionieren, wo es im Endeffekt herkommt. Aber damit müsste man gleichzeitig noch eine weitere Lichtquelle für das Licht hier drin platzieren, was davon abprallen würde. Fände ich ein bisschen viel Aufwand, es hier einfach zu platzieren, würde aussehen, als würde hier irgendwo eine Lampe hängen. Also möchte ich hier tatsächlich einfach mal den Effekt ausnutzen, dass auch ein bisschen diese Normal Maps hier zur Geltung kommen und platziere das einfach einmal kurz so, dass, ja, sagen wir so, es vernünftig aussieht. Wie schon gesagt, wer da jetzt so eine allgemeine Regel will, ist da im Grunde genommen falsch. Das Ganze werde ich jetzt natürlich einmal logischerweise sehr viel kleiner machen, weil es ja im Endeffekt hier wirklich nur hier durch die Tür hier einfällt. Dann gleich noch einmal wirklich mehr in den rötlichen Bereich gehen, weil so sieht das Licht draußen ja auch aus. Wieder ein bisschen grün wegen den Pflanzen. Einfach immer angucken, wie würde es möglicherweise abstrahlen. Jetzt die Intensität checken. Ich würde sagen, sowas könnte man machen. Dann wieder das Ganze kopieren und auf nach da hinten. Hier kann man sich auch im Endeffekt fragen, ob man es mit einer Lichtquelle hier oben belässt oder hier im Endeffekt noch eine platziert. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich jetzt gleich tun werde. Ich werde es einfach mal kurz ausprobieren. Hier ist schon mal offensichtlich, hier mache ich die Lichtquelle wesentlich größer, weil es einfach ein bisschen mehr Raum ausfüllen soll. Man muss jetzt auch einmal kurz bedenken, das Licht hier sollte nicht so intensiv sein wie hier drüben, weil die Hauptlichtquelle sollte immer noch die Sonne sein. Wenn die von der Seite strahlt, wäre schräg, wenn es genauso hell nochmal von der Seite her strahlt. Zwei Sonnen haben wir eigentlich nicht. Und ja, deshalb variiere ich das hier einfach nochmal kurz ein kleines bisschen hier. Einerseits in der Größe und dann eben auch nochmal hauptsächlich in der Intensität. Spiele wieder ein bisschen rum. Probiere es jetzt mal hier ein bisschen rötlicher aus. Kurz gegenchecken. Ja, lasse ich jetzt einfach so. Kopiere das Ganze wieder.
Und berücksichtige einmal noch mal kurz diesen Lichtspalt hier. Wie so oft versuche ich mir einfach nur zu überlegen, wie würde das Licht durchkommen, wie würde es vielleicht in Cycles aussehen, vor allem aber, wie würde es überhaupt auch in echt aussehen. Und dann einmal einfach mal kurz gucken, was man damit denn anstellen kann. Hier würde ich sagen, sollte man es wirklich nur sehr klein belassen. Ich werde das Licht einfach ein bisschen hier gleißender machen, weil das ist ja ein bisschen mehr in die Richtung der Sonne. Allerdings eigentlich auch gleich ein bisschen mehr grünlicher, weil hier kommt ja wirklich mehr von der Fauna hier noch draußen rein, die ich eigentlich nur reingeklatscht habe, damit man gar nicht sieht, dass da gar keine Welt ist. Und wie immer ein bisschen mit der Energie rumspielen. So. Ich sehe, ich habe gerade meine Ebene falsch benannt. Bounce Lightning und Secondary Lightning. Na, macht auch nichts. Wenn man sich jetzt einmal kurz anguckt, sieht man, ist schon mal besser als vorher. Wir sehen, dass hier irgendwie Licht durchkommt, aber ich merke gerade, das sieht man gerade wirklich so ziemlich ja nicht. Also gehe ich einfach mal kurz daher. Mache die Distanz hier ein bisschen größer und auch wirklich die Intensität höher. Mehr hiervon. Jetzt sieht schon ziemlich stark aus. Also es ist irgendwie ein bisschen blöder, liegt an dem Ambient Occlusion, was dafür gebaked wurde. Also so monsterzufrieden bin ich damit ja gerade nicht. Ich denke, ein bisschen mehr Intensität kann es schon vertragen. Naja, okay, können wir so lassen. Also, was wir jetzt im Endeffekt haben ist, Hauptlichtquelle kommt hier durch. In diesem Bereich ist es auch am hellsten, weil wir auch hier auch am meisten Lichtquellen platziert haben. Sieht eigentlich soweit erstmal ganz glaubwürdig aus, die Beleuchtung. Ja, von hier kommt einfach auch ein bisschen Licht durch. Ich kann einfach mal kurz angucken, wie es aussieht, wenn ich auch noch die Umgebung hier noch dazu aktiviere. Man könnte im Grunde genommen sagen, kann man glauben. Aber da wir hier jetzt auch noch ein paar Lichtquellen hinzugefügt haben, würde ich sagen, sollten wir auch noch ein bisschen mehr Bounce Lightning hinzufügen, um das Ganze etwas mehr auszufüllen. Ich habe gerade eben nur mal, ich habe die Ebenen hier falsch benannt, denn wenn ich das jetzt einmal kurz Bounce Lightning und ja, gehe ich einmal kurz wieder auf die Ebene des Bounce Lightnings. Und mache einfach einmal kurz ein bisschen weiter. Ich kopiere mir einfach einmal kurz wieder dieses Licht hier. Das ist eigentlich im Prinzip eh wurscht, welches man sich kopiert. Und würde mir jetzt angucken, okay, hier würde sicherlich auch noch ein bisschen Licht durch die Gegend fliegen. Einerseits kommt ja von hier welches, andererseits auch noch von hier. Und allgemein, um das Ganze einfach ein bisschen aufzufüllen, möchte ich jetzt eigentlich von einer relativ geringen Intensität haben, aber eins, was doch eigentlich auch schon relativ groß ist. Und das möchte ich jetzt wirklich so ein bisschen hier naturfarbener wirken lassen. Als würde das eben direkt wirklich das ganz diffuse Licht sein, was hier komplett von dieser doch sehr morschigen Umgebung hier abprallt. Gucken wir mal kurz rein. Ja, ich würde sagen, ähnliches kann man auch noch einmal kurz wieder hier drüben machen. Einfach nur, um diese ganzen leeren Räume ein kleines bisschen auszufüllen. Hier würde ich einfach ein bisschen wieder in den rötlichen Bereich gehen, weil so viele Lichtquellen haben wir ja nicht. Intensität sollte eigentlich wirklich hier nicht so stark sein. Größe, ja, macht ja so ziemlich keinen Unterschied. Und dann würde ich vor allem sagen, gehört hier eigentlich noch eine Lichtquelle hin. Weil wenn hier oben durch die Balken Licht reinfällt, sollte hier schon ein bisschen mehr sozusagen in diesem dieser Abstellkammer, wie auch immer, Licht ausgestrahlt werden. Mache ich einfach hier mal ein bisschen, naja, ist hier schon, sind schon relativ viele Pflanzen drin, mache ich ein bisschen mehr Grün rein. Guck einfach mal kurz von der Intensität her, guck einfach kurz von der Größe hier, muss ich ja nicht gleich auf alles beziehen. Sieht irgendwie ein bisschen giftig aus mit dem ganzen Grün. So grün soll es dann vielleicht doch nicht werden. Ein bisschen dunkel sieht schon noch aus, aber irgendwie auch ein bisschen undefiniert. Ich würde sagen, ich sollte es lieber wirklich weiter nach oben platzieren und dann auch einfach ein bisschen an der Distanz drehen und dann einfach einmal kurz gucken, wie das ausschaut. Ist mir insgesamt noch zu dunkel. Dann setze ich einfach hier an, drehe einfach die Intensität ein bisschen hoch, um den Kontrast etwas weiter zu betonen, mache ich einfach die Größe ein bisschen weniger. Und dann kann ich auch eigentlich relativ gut ins Gewissens auch hier die Leuchtkraft ein bisschen hochdrehen.
Jetzt ist es ein bisschen arg hell und auch ein bisschen arg rot. Dann probiere ich doch einfach mal, wie es wirklich nur mit dem Teil hier aussieht. Ja, warum eigentlich auch nicht? Kann man eigentlich auch so lassen. Teste ich einmal kurz, wie es aussieht, wenn ich im Endeffekt wieder die Hintergrundbeleuchtung reinbringe. Ja, also ich würde sagen, vor allem für Tutorial-Zwecke sollte das doch eigentlich reichen. Im Grunde genommen solltet ihr jetzt eigentlich ungefähr einen Überblick darüber haben, wie man so ungefähr Beleuchtung irgendwo platzieren kann. Natürlich hätte man hier nochmal eine Lichtquelle hinpacken können und so weiter und so fort. Die ganzen Farben könnten wir eigentlich auch nochmal anpacken. Man hätte zum Beispiel deutlich hier mehr mit diesen Rottönen spielen können, dass die hier intensiver sind und woanders die Grüntöne dominanter. Das werde ich jetzt einfach mal kurz spaßenshalber tun. Dass ich jetzt hier einfach ein bisschen mehr platziere, für die Distanz ein kleines bisschen runterdrehe, sodass das Ganze hier an der Stelle ein bisschen fokussierter wirkt. Könnt ihr auch die Lichtquelle einfach... Naja, also ich denke, ihr seht schon, es ist einfach immer nur ein kontinuierlicher Ausprobierprozess, um zu gucken, was einfach am besten passt. Merkt euch einfach im Grunde genommen nur, niemals direkte Standard-Weißlichtquellen verwenden, außer es gibt einen ganz, ganz guten Grund dafür. Ansonsten einfach angucken, wie würde das Licht ungefähr abprallen und nicht scheu sein, einfach mal ein paar 2D-Shader zu benutzen, weil hier ohne die würde es ja auch ein bisschen fad aussehen. Ja, im Grunde genommen würde ich sagen, war es das eigentlich auch. Dann, ja, falls jemand bis hierhin durchgehalten hat, Glückwunsch, danke fürs Zuschauen und Wiedersehen, würde ich mal sagen.